Ja, hallo liebe Community und willkommen zur Session 2. Ja, hier in der aktuellen Session wollen wir nun die Inhalte aus der ersten Session anhand von Excel-Beispielen vertiefen. Im ersten Kapitel ging es darum zu verstehen, was der Unterschied zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten bedeutet, wie wir Informationen strukturiert in Tabellenform ablegen und wie wir Informationen in verschiedenen Tabellen miteinander zu Auswertungszwecken verknüpfen können. Schauen wir uns dazu das aktuelle Workbook einmal an. Es enthält 4 einzelne Tabs, nämlich das mit den Namen TBL Orders, TBL Customers, TBL Regions und TBL Products, also den 4 Tabellen, die wir auch in unserer letzten Session behandelt haben. Also, Frage zunächst einmal ist, die Information, die wir auf den einzelnen Arbeitsblättern haben, ja, liegt die Information hier in einer Art vor, sodass wir diese Daten auch als Tabellenobjekt formatieren können. Woran erkennen wir das? Wir schauen uns die Daten an und sehen, dass die erste Zeile der Daten entsprechend Überschriften der einzelnen Spalten darstellt und unter der ersten Zeile entsprechend die sogenannten Records oder Datensätze den Attributen, den Spaltenüberschriften zugeordnet sind. Also zur Order-ID gehört eine laufende Ordernummer und diese Order-ID identifiziert jede einzelne Zeile eindeutig in der Order-Tabelle. Weitere zugeordnete Spalten sind dann das Orderdatum, das Versanddatum, die Kunden-ID, die Produkt-ID und die Anzahl der Produkte, die geordert wurden. So wie die Daten in Excel vorliegen, haben Sie zwar ein Tabellenformat, sie sind aber in Excel noch nicht als Tabelle angelegt oder als Tabellenobjekt angelegt. Das erkennen wir daran, wenn wir in diese Information klicken mit der Maus und dann die rechte Maustaste drücken und beispielsweise in die Auswahlen Insert und Delete gehen, dann sehen wir einfach, dass Daten ganz herkömmlich nach rechts oder unten verschoben werden können oder eben gesamte Zeilen oder Spalten eingefügt werden können. Wie können wir die Daten oder den Datenblock jetzt als Tabelle formatieren? Dazu markieren wir den gesamten Datenbereich inklusive der Überschriftenzeile und haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder wir nehmen den Shortcut über Steuerung oder Ctrl T, dann öffnet sich ein kleines Fenster und fragt uns, ob wir ein Tabellenobjekt anlegen wollen und ob dieses entsprechend bereits eine Zeile mit den sogenannten Spaltenüberschriften enthält. Das hat Excel hier automatisch erkannt, deshalb ist das Häkchen gesetzt und wir könnten mit OK bestätigen. Dann wird die Tabelle entsprechend als Objekt angelegt und entsprechend formatiert. Machen wir den Schritt noch einmal rückgängig, lassen den Bereich markiert und wählen die zweite Möglichkeit, wie wir ein Tabellenobjekt anlegen können. Das können wir mit Auswahl des Home Ribbons in der Navigation, in der Hauptnavigation tun und entsprechend im Bereich Styles die Schaltfläche Format as Table, Tabellenformat auswählen und können dann ein beliebiges Format dem Tabellenbereich zuweisen und automatisch wird dadurch auch ein Tabellenobjekt angelegt. Ebenfalls kommt die Frage, ist das der richtige Bereich und enthält der Bereich die Spaltenüberschriften. Sobald wir mit OK bestätigen, wird auch hier das Tabellenobjekt direkt angelegt. Schauen wir uns nun die Möglichkeiten an, die uns Excel mit dem Tabellenobjekt bietet. Zunächst einmal erkennen wir am rechten unteren Rand der Tabelle ein kleines blaues Dreieck. Das markiert uns den rechten unteren Rand des Datenbereiches der Tabelle. Der verändert sich automatisch
sobald ich Datensätze in die Tabelle einfüge oder hinzufüge oder die Spaltenstruktur der Tabelle verändere. Klicken wir in die Tabelle hinein, so sehen wir, dass sich das Kontextmenü in den Punkten Insert und Delete, Einfügen und Löschen ändert und wir jetzt genau auf die Tabelle bezogen die Befehle für Einfügen von Zeilen und Spalten haben. Das gleiche gilt für das Löschen von Zeilen und Spalten. Würden wir also eine Zeile, also damit einen Datensatz, an der Stelle über der markierten Zeile einfügen, so entsteht ein Leerdatensatz, den ich entsprechend ausfüllen kann. Wir sehen, dass das blaue Dreieck am rechten unteren Rand sich verschoben hat und somit die Tabelle dynamisch angepasst wurde. Gleiches gilt beim Einfügen einer Spalte. Auch hier verändert sich die Größe der Tabelle. Das sehen wir an dem blauen Dreieck und ebenfalls die Einfügung einer neuen Spaltenüberschrift, die ich entsprechend überschreiben kann. Damit wäre die Struktur der Tabelle erweitert und ich müsste die fehlenden Datensätze hier aktualisieren. Machen wir auch diesen Schritt kurz wieder rückgängig, gehen in die ursprüngliche Tabellenstruktur zurück. Dann erkläre ich euch kurz, wie wir Datensätze an die Tabelle anhängen können. Ganz einfach über Copy-Paste oder über den manuellen Eintrag von Daten würde ich hier einen 11. Datensatz anhängen wollen. Ich tippe in die Order-ID entsprechend den Datensatz 1011, drücke die Enter-Taste, so würde dieser Datensatz einfach an die Tabelle angehängt werden und sich die Tabelle um eine Zeile vergrößern. Wäre die Order-Tabelle meine zukünftige Auswertungstabelle und ich wollte auf dieser eine Pivot-Tabelle zu Auswertungszwecken aufsetzen, dann bräuchte ich in der Order-Tabelle vielleicht noch ein paar weitere Informationen. Ich könnte also die Struktur dieser Tabelle erweitern, beispielsweise um eine Preis- und eine Umsatzspalte. Sobald ich in den Spaltenkopf die Überschrift eintippe, wird eine weitere Spalte der ursprünglichen Tabelle hinzugefügt und das gleiche könnte ich für den Umsatz machen. Dass es sich bei dem bestehenden Datenblock um eine Tabelle handelt, um ein Tabellenobjekt handelt, sehen wir auch daran, dass wenn wir in die Tabelle hineinklicken und dann hier oben in die sogenannte Namebox gehen, die Tabelle entsprechend als Ganzes auswählen können. Hier wird von Excel eine laufende Namensgebung verwendet. Wenn ich also hier Table 3 auswähle, wird diese entsprechend als Ganzes markiert. Wir haben uns ja im letzten Video in der Session 1 kurz gefragt, ja, wann sollen wir denn eine Datenstruktur, die mit Spaltenüberschriften und Datensätzen vorliegt, als Tabellenobjekt markiert? Und ich habe euch gesagt, ja, das könnt ihr immer tun. Dann kann es natürlich vorkommen, dass wir in einem Workbook viele solcher Tabellenobjekte haben und deshalb ist es ganz wichtig, diese Tabellen auch mit sprechenden Namen zu vergeben und entsprechend die automatisch generierten Tabellennamen abzuändern. Und das tut ihr im Hauptmenübereich Formel oder Formulas und dort wählt ihr entsprechend den sogenannten Name Manager aus. Der Name Manager ist das zentrale Verwaltungsinstrument für alle Tabellennamen, sogenannte Named Ranges, also einfach benannte, markierte Bereiche oder aber auch für selbst erstellte Funktionen. Über den Edit-Button könnt ihr den Tabellennamen entsprechend ändern. Ich empfehle euch hier einer Logik zu folgen, sodass Tabellen beispielsweise immer über das Kürzel TBL begonnen werden. In dem Falle würde ich hier den gleichen Namen verwenden wie auch für das Tab TBL Orders. Mit OK bestätigen. Dann könnt ihr das
Fenster entsprechend über Close schließen und schon seht ihr in der Namebox den abgeänderten Namen. Schauen wir uns nun noch kurz die anderen Blätter, die anderen Tabs innerhalb unseres Excel Workbooks an, die Table Customers. Dort sehen wir, ja, die Datensätze sind ähnlich strukturiert aufgebaut wie in der Order-Tabelle. Gucken wir uns die Region an. Auch hier haben wir eine Regions-ID mit den zugeordneten Namen und in der Produkttabelle eine ID, die der entsprechend Produktnamen und Preise zugeordnet sind. Auch haben wir gesehen, dass in der Tabelle Orders bereits die Produkt-ID und die Anzahl entsprechend angelegt sind. Die Preisspalte hatten wir hinzugefügt. So wäre beispielsweise möglich, aus der Produkttabelle den Artikelpreis entsprechend in die Order-Tabelle zu übernehmen. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. An dieser Stelle wollen wir uns ganz kurz noch die 3 letzten Blätter anschauen und auch hier die Tabellenbereiche entsprechend als Objekte markieren. Also nochmal zur Wiederholung, entweder STRG T, Ctrl T oder aber direkt über den Home-Button und Format as Table das gewünschte Format zuweisen, die Header inkludieren, OK drücken und dann ist das Tabellenobjekt angelegt. Selbes machen wir für die Regionstabelle, gehen über Format as Table, legen das Format an. Hier hat Excel jetzt den Header nicht erkannt. Ich muss also My Table has Headers anklicken, sage OK. Dann wird entsprechend dieses Tabellenobjekt für die Region angelegt. Schauen wir uns noch die Produkttabelle an. Hier ist der Header erkannt. Ich drücke OK. Gehen wir in die Namebox und sehen, dass die Tabelle 4, 6 und 7 entsprechend angelegt worden. Hier gehen wir jetzt noch kurz hin und ändern diese Namen wieder über den Name Manager. Tabelle 4, Table 4 ist die Table Customers. Gehen wir über Formulas Name Manager, editieren zunächst die Tabelle 4. Legen die Tabelle Kundenname mit entsprechendem Namen an und machen das gleiche auch für die Regionstabelle. Legen wir nun noch für Tabelle 6 den entsprechenden Namen an. Wir sehen hier, dass der Datenbereich auf das Arbeitsblatt TBL Regions verweist. Tabelle 6 ist also die Regionentabelle. Wir editieren mit TBL Regions und können nun noch den verbleibenden Verweis auf die Tabelle 7 editieren und hier TBL Products setzen. Damit ist die Anlage der 4 Tabellenobjekte abgeschlossen. Über die Namebox, wo jetzt alle 4 Tabellen mit sprechenden Namen angelegt sind, kann ich jederzeit auf eine der Tabellenobjekte verweisen und Excel springt entsprechend in die richtigen Arbeitsblätter. Ja, im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir eine erste Verbindung zwischen 2 Tabellen herstellen. Zunächst mit einer entsprechenden sogenannten Lookup-Formel. Dafür werden wir die Formel XLOOKUP verwenden. Diese werde ich euch im nächsten Video vorstellen und die Hintergründe, Vor- und Nachteile dieser Funktion erläutern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie immer, liked gerne dieses Video oder abonniert unseren Kanal. Ich hoffe, ihr habt Spaß und könnt die Inhalte für eure Arbeit sinnvoll verwenden.